Hallo liebe Heimwerker und Selbermacher, heute mal wieder ein Autovideo und zwar das Abblendlicht wechseln beim Skoda Fabia 3. Und zwar habe ich hier die Dieselversion, die wird gar nicht mehr gebaut in Tschechien nach dem Dieselskandal, sondern die hatte also nur eine kurze Bauzeit. Jetzt dachte ich, ja, Birne gekauft, ist ja kein Problem. Ist es auch nicht, wenn man eben hier die linke Seite wechseln muss, dann kann man die Batterie ausbauen und dann kommt man so einigermaßen an den Deckel ran, wo sich die Birne dahinter verbirgt jetzt. Das geht zwar beschissen, aber es geht noch einigermaßen. So, aber auf der rechten Seite, da hat man das Problem, da kommt man gar nicht ran. Also da ist dieses Ding hier, ich weiß nicht, was es jetzt genau ist, will auch nichts Falsches sagen, ist da verbaut. Und zwar noch mit einem Vielzahn. Das kann man also auch nicht so einfach abschrauben. Also ich habe jedenfalls kein Vielzahn-Sortiment in meinem Werkzeugkasten und viele von euch sicherlich auch nicht. Und dann ist hier dahinter ist der Deckel, wo die Lampe zu wechseln ist. Also unmöglich. Also ich glaube, seit ungefähr 10 bis 15 Jahren ist ja das Gesetz verabschiedet, dass man eben diese Lampen ganz einfach wechseln muss, wenn man mal unterwegs ist oder wie auch immer. Aber irgendwie, seitdem das Gesetz rausgekommen ist, haben sich die Autohersteller, die Ingenieure gedacht, ich zeige mal hier den dicken Mittelfinger und bauen die Autos jetzt so, dass man eigentlich irgendwie gar nicht mehr rankommt, ohne hier das halbe Auto auseinanderzunehmen. Ich war nämlich auch in der Werkstatt bei einem Kumpel, habe ihn gefragt, wie macht ihr das? Und er hat sich es angeguckt und hat eben auch nur den Kopf geschüttelt und hat dann gesagt, ja gut, da muss der Scheinwerfer ausgebaut werden. Um den Scheinwerfer auszubauen, der ist nämlich hier festgeschraubt, muss man die Schürze abnehmen von der Stoßstange, um an die Schrauben zu kommen. Und dann muss der Scheinwerfer wieder eingebaut werden, wieder eingestellt werden. Und da ist man locker mal so, ja, 200 Euro ist man dann locker mal los für eine Birne wechseln jetzt. Und das kann auch nicht sein, dass das so eine aufwendige Prozedur sein soll. Also es gibt die Möglichkeit vom Radkasten da reinzugreifen, aber der Platz wird da auch nicht größer. Ich kann das ja mal zeigen. So, das ist also hier im Radkasten. Da ist diese Klappe. Und da kann man eben, wenn man hier die Klappe abzieht, ja, da braucht man einen Schraubenzieher oder irgendwas. Da ist zwar hier so eine Nase dran, aber mit den Fingern kriegt man das nicht ab. Einen Moment. Also hier entweder hier mit mal Spitzen rein oder hier in dieses Loch mit dem Schraubenzieher rein. Und dann kann man diese Klappe, also hier in das Loch rein und dann kann man diese Klappe da rausziehen. Und da sieht man, da sitzt die Kappe, die ab muss für die Lampe. Hier, diese Kappe muss ab. Und hier ist aber gleich das Karosserieteil, so 2 cm davon entfernt. Also man hat da wirklich kaum eine Chance, hier irgendwie da mit den Fingern reinzukommen, geschweige denn da eine Lampe rauszunehmen. So, mal gucken, was man da machen kann. Als nächstes, ich werde mal versuchen, erstmal hier den Bügel abzuschrauben hier, um da mal zu gucken, ob mich das noch ein bisschen weiterbringt, dass ich hier dass ich wenigstens mit der Hand reinkomme. Den Bügel habe ich jetzt weggeschraubt und jetzt versuche ich den Scheinwerfer wenigstens ein bisschen locker zu schrauben. Da ist zwar hier noch eine Schraube, wo man nicht rankommt unter der Schürze, aber die Schürze will ich ja nicht unbedingt abschrauben und deswegen schraube ich jetzt nur
die Schrauben oben. Das ist einmal die hier, da habe ich ja sowieso schon weggemacht, die an dem Bügel ist. Und dann ist hier unten noch eine, hier in dem Loch. Und dann ist hier noch eine. Und dann werde ich mal gucken, inwieweit ich den dann wenigstens ein bisschen vorrücken kann, den Scheinwerfer. Ich habe jetzt den Scheinwerfer locker gemacht, also mit der Schraube und mit der Schraube hier. Die Schraube, da kommt man dann, also ich habe zwar hier die lange Ratsche, aber die ist die ist nicht magnetisch genug. Ich habe dann zwar versucht, mit einem Magneten das irgendwie rauszuholen, geht aber nicht. Deswegen habe ich hier diese Kühlergrillblende lose geschraubt. Da sind 4 Schrauben, um dann das so ein bisschen vorzubiegen und hier reingreifen zu können, um die Schraube zu lösen für den Scheinwerfer. Das ging also ohne, dass man eben da, wenn man vorsichtig ist und das vorsichtig hochbiegt, kommt man da auch locker ran. Und jetzt kann ich den Scheinwerfer zwar nicht ewig weit ausbauen, aber doch schon, man sieht es hier, eben die 1,5 Zentimeter, die notwendig sind, um die Lampe da rauszukriegen. Und die Lampe habe ich jetzt von hier unten gelöst. Hier, die ist jetzt lose. Die habe ich jetzt gelöst und ich habe die nicht mit der Hand lose gedreht gekriegt. Also das ging also gar nicht. Ich habe dann versucht, irgendwie mit der Zange oder irgendwas zu machen und letztendlich habe ich dann aber einfach hier den 22er Maulschlüssel genommen. Der passt also schön um diese Lampenfassung und halt ganz vorsichtig ein bisschen gedreht. Natürlich so, dass man da nichts kaputt macht. Das ging eigentlich auch problemlos. Ich hoffe mal, ich bekomme das wieder rein. Da hinten sieht man die Krallen, wo die Lampenfassung drin steckt. Ich kann jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, weil dann sieht man gar nichts mehr, aber man sieht das ja. Das ist also oben eine und unten genau gegenüber ist die andere Kralle. Ja, jetzt muss man die Lampe jetzt so ein bisschen rausfummeln und dann geht man hier mit dem Schraubenzieher, also wenn man sie nicht rausgezogen kriegt, meistens kriegt man sie nicht rausgezogen, weil die viel zu stramm ist, und dann muss man die eben hier so ein bisschen mit dem Schraubenzieher raushebeln, ein bisschen lockern und dann ein bisschen lockern, ein bisschen ziehen und dann ist sie draußen. Natürlich, die alte Lampe kann ich jetzt noch mit den Fingern anfassen. Bei der neuen Lampe sollte man sich eben das nicht an dem Glaskörper anfassen, sonst ist die gleich wieder kaputt. So, ich habe mir jetzt hier schöne, tolle Gummihandschuhe angezogen, damit da also wirklich keine Fingerabdrücke an dem Glaskörper dann sein werden. Ich habe die Osram Originallampe gekauft, die reicht mir vollkommen aus von der Helligkeit. Und da fasse ich jetzt auch nicht am Glaskörper an, sondern eben nur hier an dem Lampenring. Und dann setzt man die wieder ein. Und da muss man auf die richtige Stellung achten, beziehungsweise eigentlich kann man es gar nicht andersrum einsetzen, dass eben diese Nase eben genau hier reingeht. So, schön zudrücken, bis sie eben richtig klemmt und möglichst nicht am Lampenkörper anfassen. So, jetzt muss man die Lampe vorsichtig wieder hier reinfummeln, ohne dass was passiert. So. Ich greife wieder von unten durch. Und jetzt kommt die große Problematik, dass man das Teil wieder
Uhrzeigersinn wieder einrasten muss. Ich glaube, da brauche ich jetzt eine ganze Weile. So, die Lampenfassung ist drin. Es ging also besser wie das Rausmachen. Ich war mir unsicher, ob auch das wirklich in den Haken drin sitzt und habe sie dummerweise wieder rausgemacht, um sie dann wieder nochmal reinzufummeln. Und das letzte Stück habe ich dann eben hier wieder mit meinem 22er Maulschlüssel noch so ein bisschen nachgezogen, weil ich mir eben wirklich unsicher war, ob die eben wirklich eingerastet ist. Aber wenn sie nicht richtig eingerastet ist, dann hält sie auch überhaupt nicht. Ja, jetzt kann ich anfangen, wieder alles zurückzubauen. So, jetzt kann man den Scheinwerfer wieder rückbauen. Na, hier unten die Schraube, die habe ich wieder von hier mit spitzen Fingern da reingefriemelt. Dann die wieder festschrauben, die vier Schrauben von der Blende. Und dann kann man diese Schraube hier auch wieder reinmachen. Ja, ist zu dunkel, man sieht sie jetzt nicht. Aber das sind alles die gleichen Karosserieschrauben. Man darf die aber trotzdem nicht verwechseln, weil die mit der Scheibe, das ist die hintere und hier ist die Scheibe hier am Scheinwerfer dran, die hier vorne drin steckt. So, jetzt baue ich noch den Bügel wieder an und dann ist es fast fertig. Ich habe jetzt alles wieder verschraubt und der Scheinwerfer sitzt wieder an derselben Stelle, wo er vorher gesessen hat. Kann natürlich sein, dass jetzt eben der Scheinwerfer ein bisschen verstellt ist. Das wurde mir vom Kfz-Techniker so gesagt, dass man den neu einstellen muss. Gut, das kann ich jetzt bei mir hier nicht. Dafür ist alles viel zu uneben hier im Garten. Da brauche ich eine ebene Fläche und eine Wand dazu, um die Scheinwerfer wieder einzustellen. Mein Fazit bei der ganzen Aktion: ja, es ist trotz diesem Teil hier machbar, wenn man eben diese ganzen Dinger abbaut und den Scheinwerfer eben so locker schraubt. Das war für mich jetzt eben die mit dem geringsten möglichen Aufwand, die Aktion. Ohne den Trick mit dem Maulschlüssel hätte ich es vielleicht nicht geschafft, aber so war das alles machbar. Gut, für Leute mit wenig Geduld ist es sicherlich nichts, weil es ist halt doch schon eine ganz schöne Fummelei. Gut, das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, dass ich ein bisschen helfen konnte und bis zum nächsten Mal. Tschüss.